Hallöchen, schön, dass du das Video eingeschaltet hast. Ich heiße Dirk und heute geht es durch einen Ritt durch die Marketing-Tools der Yonos. Möchte ein bisschen was dazu erklären, habe schon einzelne Videos über List Local, den Ranking Coach. Jetzt möchte ich heute aber auch gerne noch das Newsletter-Tool, was unterstützend mit KI arbeitet. Wirklich spannend, habe auch gestern schon damit rumgespielt und bin wirklich auch überrascht, weil ich nutze verschiedenste KI-Modelle, um meine Fragen zu stellen, ob es jetzt ChatGPT ist oder Bard. Oder ich habe meine eigene KI irgendwann mal gekauft als Chatbot, den ihr auf meiner Website auch gerne ausprobieren könnt. Und Yonos jetzt noch zusätzlich. Und ich stelle eigentlich immer wieder dieselbe Frage, um zu testen. Bard und ChatGPT steht noch aus, aber ich hatte so heute sowieso vor, das Video zu machen, weil ich gestern schon so begeistert von dem Newsletter-Tool war. Und dann habe ich vor dem Video, hätte ich vielleicht nicht tun sollen, habe ich meine KI jetzt auch nochmal die gleiche Frage gestellt und die spuckt das selber aus wie Yonos. Jetzt bin ich etwas verwirrt. Vor 3 Wochen circa habe ich die Frage auch gestellt und da habe ich die Antwort bekommen, rein auf die Dienstleistung, die ich anbiete und welche Tools ich dafür wende. Also das Videomarketing, Soundproduktion, Erstellen von Webseiten, Coaching etc. Jetzt habe ich eine Antwort bekommen, die wirklich eher meine Überzeugung wiedergibt, warum ich diese Videos mache. Und das fand ich total spannend. Ich bilde das auch gleich noch ab in dem Video, werde das irgendwo mit einblenden, während ich die Tools erkenne oder wenn wir dann zu dem Newsletter-Marketing kommen. Also, jetzt kommt noch ein kleines Video, seid gespannt. Ich mache nochmal so eine Runde durch die Marketing-Abteilung der Yonos, also was euch angeboten wird als Tools und begründet es auch wegen, ich habe meine erste Frage bekommen im Support-Forum und ich freue mich riesig darüber und danke Wolfgang für deine Frage. Der hat mir nicht gefragt, was steckt eigentlich hinter dem Marketingradar. Und das versuche ich so ein bisschen aufzubröseln, was dahinter steckt, welche Tools da eigentlich für verwendet werden und dann in dem My Website Now Baukasten übersichtlicher dargestellt werden unter dem Begriff Marketingradar. So, das werde ich euch heute zeigen und ich wünsche euch viel Spaß. Und wenn euch das Video gefällt und das hilft euch ein bisschen weiter bei eurem Projekt, dann lasst mir gerne ein Like oder ein Abo da und vergesst das Glöckchen nicht einzuschalten, damit ihr das nächste Video nicht verpasst. Im letzten Video habe ich darüber gesprochen, die Widgets darzustellen, aber mir fehlt gerade so ein bisschen die Motivation. Würde helfen, schickt mir einfach eure Frage, welches Widget ihr sehen wollt oder Element im Creator Plus Baukasten. Und wenn ihr den Now Baukasten habt, habt ihr natürlich nur eine kleine Möglichkeit an Elementen. Aber wenn ihr da Hilfe braucht, dann stellt mir die Frage gerne und ich verlinke auch nochmal die App unten, wo ihr eure Frage einfach loswerden könnt und kostenlos registrieren, ohne Probleme, sehr einfach. Und ich habe die Plattform auch sehr bewusst einfach gehalten. Ihr sucht euch das Interessengebiet aus, wo ihr eure Frage loswerden wollt, ob es jetzt der Yonos Baukasten ist oder der Chains Baukasten oder die Non-Coding-Tools von Elfsight. Ja, und ihr braucht euch ja nur die Dinge angucken, die euch dann auch wirklich interessieren. Und dann werde ich euch antworten. Habt nur ein bisschen Geduld, baut das ja alleine auf und bekommen ja auch Fragen auch noch über andere Kanäle, die schließe ich ja damit nicht aus. Nur es wäre halt schön, wenn immer mehr sich auf dieser Plattform versammeln, weil es dann mir viel einfacher fällt und ich schneller in Zukunft eure Fragen beantworten kann. Also, genug erzählt, kleines Video und dann legen wir los. Bis gleich. So, be right back.
Willkommen zurück. Wir fangen an mit dem List Local, gehen dann über zum Ranking Coach. Google Ads kann ich euch leider nicht zeigen, weil ich habe für mich den Weg gefunden, über Social Media Reichweite zu generieren durch Social Media Kommunikation. Wenn ihr darüber mal mehr wissen wollt, dann stellt mir die Frage gerne in den Comments oder besucht meine Service-App und stellt da eure Frage. Als letzten Punkt neu hinzugekommen ist das E-Mail-Marketing und zwar das Newsletter-Marketing. Das Tool arbeitet KI unterstützt, ist richtig cool und habe ja schon in der Einleitung darüber gesprochen, welche Erfahrungen ich gestern damit gemacht habe, auf welche Frage sich dadurch auch bei mir ergeben hat. Ja, deswegen, ich zeige euch das Tool mal und zeige euch auch, wie einfach ihr dort ein Template erstellen könnt, was dann auch nachher professionell aussieht, mit schönen Bildern, mit einer schönen Textanordnung, weil typografisch alles schon durch eine Vorlage vorgegeben wird. Okay, wir fangen jetzt erstmal mit dem einfachsten an, wo man wirklich, ich würde sagen, am wenigsten mit zu tun hat. Das ist das List Local. Ihr habt zu jedem Paket immer eine Basisversion und die erweiterte Version. Ich persönlich für mich nutze immer die erweiterte Version, weil ich dort alle Möglichkeiten zur Verfügung habe. Ich erkläre euch auch gleich warum. Beim List Local geht es zum Beispiel darum, dass man, jetzt habe ich das wieder geladen, obwohl ich das gar nicht brauche, weil ich das schon vorbereitet habe und hier geladen habe. So, der Vorteil ist halt bei List Local, wenn man die erweiterte Version, dass man mit seinen Kunden agieren kann. Das heißt, die Schnittstelle ist gebunden an Google, an Bing und auch an die Branchenbücher. Darum geht es ja bei List Local. Es geht um Branchenbucheinträge. Meine Stadt, das offizielle Branchenbuch, was es halt schon immer gab, ne? Aber auch passend zu eurem Business und wie ihr das im List Local einrichtet, werdet ihr verschiedensten Branchenbüchern zugewiesen und eure Einträge dort gezeigt. Ihr bekommt aber keine nervigen Anrufe von diesen Branchenbüchern, weil man kann das theoretisch auch manuell per Hand kostenfreie Einträge machen, nur bekommt man dann natürlich Werbung und Anrufe, wo man eigentlich keine Lust drauf hat. Das umschifft ihr, indem ihr euch einfach bei Jonos das List Local anmietet und mit denen arbeitet. Ihr habt ja auch eine Statistik, obwohl die vom Ranking Coach ist wesentlich besser. Aber was sich immer wieder abbildet, ist halt, ihr seht die Zugriffe, ne? Per Desktop oder Mobile. Man muss sich, die meisten schauen halt wirklich mit dem Handy und das ist nicht ganz so einfach, seine Webseite auch so zu gestalten, dass auch in der Desktop-Ansicht, wo wesentlich weniger Platz ist, dann auch die wichtigsten Punkte richtig zu platzieren. Ja. Ist aber ein anderes Thema. Ihr kennt meine Einstellung zu den beiden Baukästen. Es gibt einmal den My Website Now und den Creator Plus. Und da fängt es halt schon an. Beim Creator Plus habe ich die Möglichkeit, mehr Einfluss auf die mobilen Ansichten zu nehmen als beim My Website Now. Hat aber auch den Grund, dass man dort auch Fehler machen kann. Ne? Sobald ich ein Bild hochlade und dann nicht aber darauf achte, dass ich das in der Mobilansicht noch anpasse, dann sieht es halt grauenhaft aus. Ne? Und wenn man sich einfach nicht mit dem Thema so sehr befasst und man will schnell seine Webseite aufbauen, halte ich den My Website Now für eine super Lösung. Besonders jetzt auch noch da KI, durch Unterstützung von KI, ist es jetzt dann auch noch möglich. Ich schalte das einfach mal eben kurz an, dann seht ihr das selber. Und das sind die neuen Tools, die man 3 Monate frei testen kann. Und wenn ihr da mal Bock drauf habt, setzt euch mit mir in Verbindung. Dann kann ich euch dort anmelden oder ihr meldet euch da halt selber an, wie ihr wollt. Wenn ihr noch ein bisschen meinen Senf dazu haben wollt nebenbei, wenn ihr da eine Frage zu habt, dann setzt euch mit mir in Verbindung und dann könnt ihr gerne den kostenfreien Service anbieten, den ich anbiete, sobald man sich mit mir vernetzt. Link haue ich auch unten in die Beschreibung. Verbindet euch mit mir einfach im Partnernetzwerk, dann bekomme ich eine Anfrage und dann könnt ihr mich einfach anrufen oder anschreiben, WhatsApp oder über die Social Channels, YouTube, wie auch immer. Eigentlich bin ich ja überall zu finden. So, also es geht hier darum, die Webseite per KI zu erstellen zu lassen. Seinen Online-Shop dank KI, da wird es dann auch darum gehen, Texte zu generieren, Produktbeschreibungen, Eigenschaftsbeschreibungen zum Produkt, sich da einfach mit KI weiter unterstützen zu lassen. Ich werde mir das noch angucken, aber ich weiß, dass das ein größerer Bereich wird. Da habe ich jetzt einfach gerade nicht die Zeit dafür. Wenn das für euch aber wichtig ist, dann schreibt mir das gerne in die Comments. Ist für mich halt auch immer eine Motivation, welche Videos ich als nächstes mache. Wie zum Beispiel dieses Video war halt dank Wolfgang, ging es jetzt darum, die Marketing-Tools oder das Marketingradar ein bisschen zu erklären. So, dann haben wir hier noch Speicherlösungen, weiter mit KI. Da bin ich natürlich ziemlich raus. Wenn ihr darüber aber was wissen wollt, dann gebe ich die Frage einfach an Jonas weiter und ich bekomme da ja eine Antwort. Und dann gebe ich die gerne weiter. So, was mir aber richtig Spaß gemacht hat gestern, war das Newsletter-Tool.
Und das gucken wir uns gleich an. Ich will da noch nicht zu viel teasern. So, das hierzu. Und jetzt gehen wir los und gehen nochmal zum List Local. So. Wie gesagt, in der erweiterten Version habt ihr die Feedback-Funktion. Das heißt, ihr könnt auf die Feedbacks eurer Kunden, eurer Besucher, wie auch immer, könnt ihr sofort von hier aus reagieren und braucht halt nicht hin und her hüpfen zwischen den Portalen. Finde ich sehr komfortabel. Dazu gehört auch ein Antwortassistent. Und ihr habt die Möglichkeit zu posten. Ich habe das jetzt unter meinem nicht aktiviert, aber ihr seht das schon, das ist hier für meine Frau, Daniela vom Niederrhein. Für die habe ich das aktiviert, weil das für sie einfach mehr Sinn macht. Hier kann man Posts schalten, die dann in jedem Branchenbuch zu sehen sind. Entschuldigung. Aber auch direkt an Facebook weitergegeben werden können, wie ihr hier seht. Und hier bekommt ihr auch direkt eine kleine Statistik, wer darauf zugegriffen hat, wie gut diese Anzeige war. Habt hier dann aber auch nochmal in der Übersicht eine kleine Statistik darüber. Mehr ist darüber auch eigentlich gar nicht zu sagen, weil das Programm zu 80% selbstständig arbeitet. Wichtig ist halt, dass ihr eure Angaben korrekt macht. Ne? Also, dass ihr eure Standorte gut beschreibt. So, jetzt nehme ich nochmal den Standort meiner Frau, also das Unternehmen. Und dann habt ihr hier die Basisdaten. Braucht einen kleinen Moment. Hier tragt ihr die Einzugsbereiche ein, die Kategorien, Telefonnummer etc. Alles was, und diese Information findet ihr auch wieder, wenn ihr euer Google-Konto oder die Bing-Suchmaschine einrichtet. Deswegen könnt ihr diese hier auch miteinander synchronisieren. Alle Schnittstellen, die angesprochen werden, ob es jetzt die Branchenbücher sind, der Google-Eintrag, der Eintrag bei Bing, alle Informationen, die ihr hier eintragt, Öffnungszeiten, Kontakt, hier haben wir noch Schlagwörter, die Kurzbeschreibung, die längere Beschreibung, das Impressum, alles wird übernommen auf die Schnittstellen, wenn dafür auch ein Platzhalter bereit ist. Das ist natürlich immer unterschiedlich, aber hier wird alles abgedeckt und somit habt ihr immer einen Ort, wo ihr eure Grundeinstellung eintragt, die dann einfach auf die anderen Plattformen übernommen werden, damit alles schön gleich bleibt. Okay, dann haben wir hier noch weitere Daten. Hier könnt ihr eure sozialen Kanäle alle eintragen und ihr seht schon, die wichtigsten sind halt da. Facebook, X, Twitter. Ich muss leider immer die Augen rollen. Ich hoffe, ihr habt das bestimmt gehört, meine Augen rollen. Dank Xing ist ja leider nichts mehr los, deswegen nutze ich das auch nicht. Foursquare wird halt einfach, habe ich dadurch erstellt, weil mir die Plattform gesagt hat, erstelle dort einen Account, das wird dir helfen, zwecks Reichweite. Okay, dann mache ich das. Ist noch nicht so lange her, deswegen muss ich da auf die Statistiken noch abwarten. Aber wenn es angeboten wird, dann einfach nutzen. Warum nicht? Ne, das hat mich vielleicht 10 Minuten gekostet. Und wenn man vielleicht keine Erfahrung hat, dauert es vielleicht 20 Minuten. Was soll's? Ja, aber wenn es Reichweite bringt, ist es doch okay. Linked URL, Schande auf mein Haupt, habe ich noch gar nicht eingetragen, muss ich noch nachholen. Ansonsten YouTube, Instagram und Pinterest. Wenn man viel mit Grafiken arbeitet oder einfach gerne Banner erstellt, dann ist Pinterest eine super Seite, weil dort können auch keine Videos abgebildet werden, so viel ich weiß. Dann hier die Fragen, die kommen von Google. Wer sich damit schon mal befasst hat, wird das kennen. Hier LGBTQ-freundlich und bezeichnet von Frauen geführt. Ist in meinem Fall ja wirklich so. Meine Frau ist meine Chefin und führt das Unternehmen. Ich bin ja halt Rentner und darf halt so ein bisschen halt noch arbeiten. Und das muss ich auch für mich haben. Und deswegen freue ich mich auch. Diese Dinge sind ja eher privat, weil das sind Tutorials, sind ja Hilfen. Da kriege ich ja kein Geld für, ne? Von keiner Seite, von Yolos nicht, von der Elf-Seite nicht. Das mache ich einfach, weil es mir auch großen Spaß macht. Gut. Hier könnt ihr die Zahlungsverfahren und noch weitere Informationen. Und all diese Informationen kennt ihr halt, wenn ihr schon mal euch damit befasst habt, einen Suchmaschineneintrag einzurichten oder euch für einen Branchenbucheintrag schon mal angemeldet habt. Dann findet ihr im Prinzip die einzelnen Fragen dort wieder. Hier könnt ihr die alle insgesamt eintragen und die werden dann je nachdem, welche Suchmaschinen, welche Platzhalter angeboten werden, füllen die diese Informationen mit denen, die ihr hier eingetragen habt. Ist sehr, also ich finde es sinnvoll, vor allen Dingen habe ich nichts mehr damit zu tun. Ich richte das einmal ein, lade hier die Fotos hoch, habe hier noch Vorschläge, was man machen könnte. Ne? Der checkt jetzt im Prinzip die Suchmaschinen ab, weil es kann ja auch gut sein, dass dort neue Informationen freigemacht werden, die man eintragen kann. Dann kann man sagen, okay, guck da nochmal nach, will ich jetzt aber nicht. Und das war es auch schon zum Local List. Deswegen gehen wir jetzt weiter zum Ranking Coach. Der ist hier. Und hier ist im Prinzip die Empfangsseite. Wenn ihr beim Ranking Coach eingeloggt seid, hier bekommt ihr immer eine Übersicht, wie eure Platzierung gerade ist und wie ihr euch verbessert habt. Und die seht ja 2K, ist schon nicht schlecht. Ne? Und habe ich auch alles erreicht, ohne irgendwelche Anzeigen zu schalten, sondern durch Fleiß. Viel Social Media Kommunikation,
aber auch nur mit Dingen, die mich wirklich interessieren, wo ich Bock drauf habe. Habe zuletzt ein Projekt mit einer Dark Metal Künstlerin, also sie hört gerne Metal und sie malt und arbeitet mit Spachtelmasse. Also gibt den Bildern nochmal so einen dreidimensionalen Effekt, ist vielleicht zu viel, aber wirkt halt anders. Und hat halt unsere schöne Emmericher Rheinbrücke nochmal in so einem Dark Metal-Stil gemalt. Und ich finde es faszinierend und die Zusammenarbeit hat richtig Spaß gemacht. Aber das erreiche ich halt durch Social Media Kommunikation, indem ich die Menschen, die mich interessieren oder die Künstler oder die Projekte, dass ich da auch was zu schreibe und darauf reagiere. Und dabei geht es auch beim Social Media. Man darf nie vergessen, dass Kommentare, Reactions und nicht nur Likes, sondern wirklich auch dazu zu schreiben, einem selber viel bringt, wenn man Unternehmen oder im E-Commerce sich bewegt oder einfach auch sein Unternehmen online präsentiert. Weil das erkennen die Suchmaschinen und schätzen sowas sehr. Und das bringt einem selber mehr Reichweite. Das darf man nie vergessen. Deswegen immer freundlich miteinander kommunizieren. Und es geht auch nicht um Hate zu verbreiten. Ganz bestimmt nicht. Dann lieber gar nichts dazu sagen. Meiner Meinung nach hat das einfach nichts im Internet zu suchen. Man kann konstruktiv miteinander diskutieren und auch mal ein bisschen harscher miteinander umgehen. Aber es geht darum, immer den Respekt voneinander zu wahren. Ne? Das ist wichtig. Okay, das ist nur mein Senf dazu. Gehen wir jetzt mal weiter hier zum Ranking Coach. Hier habt ihr eine Übersicht, wie gerade schon gesagt. Ihr habt eine Übersicht, wie eure Seite platziert ist. Ist schön übersichtlich. Ich finde, hier wird sich halt Mühe gegeben, die Statistiken dahinter so ein bisschen zu erklären. So habe ich es letztendlich auch gelernt. Ich meine, ich kenne den Umgang auch mit den Möglichkeiten, die Google einem bereitstellt. Aber das ist halt viel da muss man schon ein bisschen mehr wissen. Und hat auch lange gedauert, und ich habe es immer auch noch nicht ganz begriffen, aber ich komme schon mittlerweile klar und könnte damit arbeiten. Aber ich nutze mittlerweile auch lieber diese Tools, weil ich mag SEO-Arbeiten auch nicht wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich bin froh, dass diese Tools mir einfach ein bisschen dabei helfen. Weil die meiste Arbeit läuft bei mir halt über Social Media. Das spart mir halt einen Haufen Kohle, weil ich keine Werbung schalte. Und ich habe natürlich auch dadurch nicht so die Reichweite, die andere vielleicht haben. Aber wir sind auch hier ein ganz kleines Familienunternehmen und ich darf sowieso nicht so intensiv, obwohl mittlerweile bin ich ja voll berentet. Sieht ja auch wieder anders aus. Aber trotzdem will ich das auch gar nicht. Ich habe viel mehr Interesse daran und bin dankbar, dass ich so viel lernen darf über KI und auch die Zeit dafür habe und nicht den finanziellen Druck. Habe natürlich auch eine sehr engagierte Ehefrau, ohne die das alles nicht möglich wäre. Okay, jetzt aber genug von mir. Wir gehen jetzt hier weiter zu den Auswertungen. Hier kann man nochmal speziell sehen, die Suchmaschinen, welche Ergebnisse und welche Keywords, die definiert man ja hier im Ranking Coach. Vielleicht sollte ich auch das Pferd von hinten aufziehen, um das besser zu erklären. Hier entwickelt ihr eure Keywords. Ihr könnt maximal 20 Keywords eingeben, das seht ihr hier oben. Und ihr bekommt auch direkt immer ein direktes Feedback durch ein einfaches Ampelsystem. Grün, Gelb, Rot. Dazu gehört wie oft dieses Keyword eingegeben worden ist innerhalb der Suchmaschine. Und dann steht da auch immer ein Wert dabei, wie viel du ungefähr, wenn du Ads schaltest, wie viel das kosten wird, wie viel Wert dieses Keyword hat, pro Klick oder pro Impression. Dort bekommt man Feedback dazu. Warum das gerade jetzt hier nicht angezeigt wird, ist halt immer ein Cloud-System, da hat man schon mal Probleme, dass Dinge vielleicht nicht immer angezeigt werden. Ich hoffe, er fragt jetzt nicht, ob ich mich neu einlogge. Ja, leider ist gerade die Anzeige nicht da. Unter der empfohlenen Messung haben wir stattdessen deine Landesseite Suchen ermittelt. Ja, ist gerade irgendwie ein Anzeigefehler. Das ist natürlich blöd jetzt gerade, wo ich das Video erstellen will, aber ansonsten ist hier ein Balken, der halt zeigt, wie oft nach diesem nach dem Keyword gesucht worden ist und dann hier die Platzierung. Ne? Ist halt ein Spiel. Man muss gucken, dass man dort einfach so lange sucht, bis man das Keyword für sich ermittelt hat, was dann auch sinnvoll ist. Gelbe Keywords kann man auch schon mal nutzen, aber die roten kann man generell weglassen. Oder wenn hier auch eine 0 steht, dann macht das überhaupt keinen Sinn. Einfach weg und ein neues überlegen oder eine neue Verbindung. Ihr seht ja, es ist ja immer nicht nur ein Wort, sondern auch eine Kombination. Man muss diese Kombination aber genauso auch in den Metatitel und Beschreibung auch unterbringen. Deswegen ist es halt nicht ganz so einfach. Man muss sich da am besten mit einer Tabelle schon vorbereiten und schreibt auch eure vergangenen Texte, die ihr entwickelt habt, hebt die alle auf, weil die kann man ja immer wieder neu zusammenpuzzeln, miteinander kombinieren. Wichtig ist nur, versucht die nicht immer wieder zu verwenden, weil das erkennt Google oder die Suchmaschinen erkennen das halt auch und deswegen werden dann eure Titel, eure Meta-Informationen auch anders wieder gewertet, als wenn
ihr immer wieder etwas veränderten, frischeren Inhalt in eure Webseite bringt. Das ist ganz wichtig. Weil die Suchmaschinen nutzen halt auch KI und die können halt auch immer detaillierter eure Webseite analysieren. Und umso, meiner Meinung nach und meiner Überzeugung nach, umso individueller und informativer eure Webseite ist, umso besser werdet ihr auch gelistet bei Google. Und wenn ihr dann zusätzlich noch Anzeigen schaltet, ja, ne, dann ist der Rest natürlich erklärt. Ne? Die Anzeigen ist halt eine künstliche Anhebung eurer Reichweite und die muss man halt beibehalten, das halt kontinuierlich investieren. Okay, so, dann haben wir als nächsten Punkt Unterseiten. Keywords ist klar, ich mache nochmal im Schnelldurchlauf. Sucht eure Keywörter raus, achtet auf die Platzierung und auf das Suchvolumen und ihr könnt maximal 20 Keywords euch hier aussuchen. Die ersten 3 werden nochmal besonders gepusht von dem Ranking Coach. Wie das im Einzelnen funktioniert, weiß ich jetzt auch nicht. Wenn ihr das mal wissen wollt, kann ich einfach mal die Frage an Jonas stellen. Schreibt mir das gerne in die Comments. So, dann haben wir die Unterseiten. Also Keywords erstellen, dann tauchen die hier oben auf. Ich habe jetzt hier noch eins stehen, Tutorials. Und das packe ich jetzt einfach mal, weil überwiegend die Tutorials für Jonas gemacht werden, unter Angebote Jonas. Das heißt, ihr geht zu eurer Seite. Ich nehme jetzt mal hier meine Webseite. Und dann würde ich sagen, ich möchte jetzt, habe jetzt ein Keyword, das passend zu My Website Now Baukasten ist. Dann braucht ihr nur, und das sieht man jetzt, glaube ich, im Video nicht, oben in der Browserleiste habt ihr die URL-Kennung und dann müsst ihr nur die Kennung der Unterseite kopieren, ohne Slash, geht dann zu eurem Ranking-Coach zurück und ihr seht ja schon, hier ist auch immer ein Beispiel und eine kleine Beschreibung. Immer alles gut durchlesen. Geht dann auf My Website Now, so ist das ja abgebildet, hier ist meine Domain und hier ist die Unterseite und dann wird die einfach hinzugefügt. So. Und dann fügt ihr einfach die passenden Keywords zu den Unterseiten hinzu und dann habt ihr die Verbindung geknüpft. Die Schnittstelle, Webseite, Baukasten mit dem Ranking Coach, mit der passenden Unterseite, passend zu den Keywords, die ihr hier definiert habt. So, denn das ist mir nicht wichtig, weil daraufhin, das ist das, was der Ranking Coach braucht, um euch weiterzuhelfen mit Aufgabenstellungen. Das heißt, wenn ihr euch mit dem Social Media, mit dem lokalen Marketing, da spielt auch wieder dann das Local List mit ein und eure Suchmaschinenplatzierung. So, das heißt, ihr bekommt eine Information und Feedback darüber, wie ihr aufgestellt seid und auch nochmal speziell Informationen, detaillierte Informationen für Social Media, für die Suchmaschine. Ich breche das hier, ich lasse das jetzt nicht alles laden. Und hier habt ihr aber noch ein sehr cooles Tool. Und zwar könnt ihr euch dabei helfen lassen, eure Texte, die ihr entweder selber schreibt oder ihr lasst euch helfen per ChatGPT oder nutzt das KI-Tool von Jonas und könnt dort eure Texte im Ranking Coach prüfen lassen auf die Wirksamkeit. Er gibt euch da einen prozentualen Wert und das ist ganz cool und das nutze ich auch so. Ich werfe meine Texte und ich nutze auch ChatGPT oder auch jetzt werde ich Jonas mehr nutzen oder meine eigene KI auch. Aber die Texte passe ich immer wieder und personalisiere die nochmal und mit meinen eigenen Worten, weil dann ist es halt sehr personalisiert und ich kann davon ausgehen, dass der Text nicht nochmal besteht, so wie er gestellt worden ist. Okay, ihr müsst im Prinzip nur eure Keywords anklicken, die ihr gerne verwenden wollt. Wenn ihr sagt, ihr braucht jetzt einen Text, jetzt hier Digitalisierung, Verkaufen online, also so Produkte von Jonas jetzt als Beispiel und dann kann ich hier den Text eintragen, hier die Beschreibung. Ihr habt auch immer angegeben, wie viele Wörter ihr verwenden dürft und da kann man dann halt nicht viel mit falsch machen. Und diese Texte kopiert ihr einfach in eure Tabelle, die ihr vielleicht, wenn es um öffentliche Daten, also Metadaten für eure Webseite, um Reichweite zu generieren, da könnt ihr ruhig Google Sheets für nutzen, weil die könnt ihr auch wieder wunderbar für andere Zwecke, fürs E-Mail-Marketing nutzen oder wenn ihr mit Schnittstellen wie mit Sapphire arbeitet, könnt ihr super mit den Google-Tabellen arbeiten und erspart euch letztendlich Zeit und Nerven vor allen Dingen. Okay, dann würde ich sagen, ist das der Ranking Coach. Hier gibt es noch neue Punkte. Hier wird noch mal ein bisschen erklärt, wie eure Online-Seite eingeschätzt wird, ne, wie ihr positioniert seid. Hier habt ihr die Online-Reputation, wo ihr dann nochmal Bescheid bekommt, wie ihr platziert seid, im Gegensatz zum Branchenstandard. Ne, bin ich ein bisschen stolz drauf. Ne? 5.0, das läuft. Also habe auch wirklich halt denen ich helfen konnte, die haben mir auch nette Kommentare zugelassen und meine Arbeit auch so ein bisschen eingeschätzt. Und schaut euch gerne auch meine Bewertung bei Google an und dann macht euch selber ein Bild darüber.
wie ihr das empfindet. Okay, dann gibt es hier noch eine Bewertung. Hier sind meine Bewertungen, die kann ich auch hier beantworten. Beim Localist habt ihr halt nur den Komfort, dass es da noch die anderen Suchmaschinen mit eingebunden werden und auch Kategorie-Einträge im Branchenbuch. Ist halt noch umfangreicher. Okay, das zum Ranking Coach. Wie gesagt, Google Ads kann ich euch relativ wenig drüber zeigen, weil ich das einfach nicht nutze. Jetzt kommen wir zum Bonbon. Jetzt kommen wir zum E-Mail-Marketing. Wenn ihr das geöffnet habt, sieht eure Plattform so aus. Das ist auch noch frisch von gestern Abend, da ist halt noch nicht viel. Ich habe auch noch keine Listen erstellt. Will euch einfach nur grob zeigen, wie cool das Ding eigentlich ist. Also ich habe hier die Einrichtung vorgenommen, ne? E-Mail, Adresse und dann kann man hier die Kampagneneinstellung. Ganz easy und ganz übersichtlich. Und was ich euch jetzt zeigen werde, ist halt der Umgang mit dem Template. Hier habe ich schon mal eins aufgebaut, einen Entwurf. Und da gehe ich nochmal zurück, weil ich einen neuen erstelle, weil ich euch dort schon erzählen möchte, wie schön das ist. So, jetzt gebe ich hier jetzt einfach mal ein Restaurant. Habe ich das richtig geschrieben? Ja. Das ist noch ein interner Name. So, und hier hat man jetzt zig verschiedenste Vorlagen, die auch schon angedacht sind für verschiedenste Bereiche. Ne, ihr könnt es ein bisschen klein hier, Office, Seminar, Vacation, Fashion, Handwerk, Wellness, Kurse, Restaurants, Künstler, Floristen, Fotografie, Seminare, E-Commerce, Technologie, Traveling, Blog, Fitness und Sport. So, dafür habt ihr passende Templates und ich wähle jetzt einfach mal willkürlich eins aus. Komm, das sieht doch lecker aus hier mit dem Kuchen. Ist ja auch Mittagszeit, ne? 3 Uhr, da kann man auch Kaffee und Kuchen zu sich nehmen. So, und hier wird es halt interessant, weil hier geht es darum, KI einzusetzen. Ihr seht hier diese Zaubersternchen, das ist immer ein Ausdruck dafür, okay, hier kann ich den KI-Assistent verwenden. Und hier geht es halt auch darum, wie ihr die Fragestellung an die KI stellt. Eine KI kann nicht nur einfach nur stumpf eure Frage beantworten, sondern kann euch auch dabei helfen, ob sie einfach formuliert werden soll, ob sie sehr formal formuliert werden soll. Und ihr könnt die auf verschiedenste Weise antworten lassen. Das heißt, die Frage wäre jetzt zum Beispiel, und ich nehme jetzt die Frage, die ich immer gerne nehme, ich lasse die KI mich einschätzen, meine Arbeit oder die Arbeit meiner Frau oder wie auch immer, und stelle jetzt einfach mal die Frage. Und zwar, erkläre mir bitte in einfachen Worten, welche Dienstleistungen es Inspiration zur Verfügung stellt. So, bitte kein Rechtschreibfehler, wenn es geht. Aber wenn er welche findet, dürft ihr die gerne behalten. So, und dann stelle ich aber noch die weitere Frage zur Verfügung und erkläre etwas über den YouTube-Kanal der Firma S Inspiration. So, 20 Wörter ist jetzt halt, die Frage ist ja schon ein bisschen umfangreicher und ich habe das auch bewusst so ein bisschen detaillierter gemacht, weil bis vor 3 Wochen konnte mir die KI da noch keine Antwort drauf geben. Und meine KI, die ich selber mal auf meiner Webseite ausprobieren kann diese ausführliche Frage auch nicht beantworten. Die kann mir erklären, welche Dienstleistung ich bereitstelle, als S-Inspiration. Und die Antwort war aber die gleiche und das ist spannend. Ich verstehe es nur noch nicht so ganz und ich hoffe, wenn auch Jonas-Mitarbeiter hier zugucken im Bereich KI und Marketing, ich würde mich sehr darüber freuen, wenn ihr mir dazu mehr Infos geben könntet, damit ich das einfach auch besser verstehe. Gut, jetzt habe ich hier meine Frage erstellt. Erkläre mir bitte in einfachen, da habe ich schon Rechtschreibfehler drin. So, in einfachen, jetzt ganz ruhig bleiben. Einfachen Worten, welche Dienstleistung S-Inspiration zur Verfügung stellt und erkläre etwas über den YouTube-Kanal der Firma S-Inspiration. Hier habe ich zur Sicherheit nochmal den Firmennamen angegeben, nicht, dass er mir nachher YouTube erklären will. Es geht halt auch in der Fragestellung darum, sehr detailliert und ruhig, wo man sich denkt, oh, ist eigentlich überflüssig, also letztendlich frage ich ja die Frage so, als wenn jemand mir gegenübersteht.
Und ruhig, auch wenn man, gerade dann, wenn man meint, das ist jetzt überflüssig, ruhig die Frage so stellen. Ist ja schließlich nur eine Maschine und umso mehr Informationen die hat, umso besser ist es. Gut, und dann mal gucken, ob ich dieselbe Antwort kriege. So, und jetzt bin ich mal gespannt. Ich gehe mal auf Übernehmen. Und der spuckt mir aus. Ich lese mal vor. S-Inspiration bietet eine Vielzahl von Dienstleistungen an. Sie unterstützen Menschen bei der Entwicklung und Verbesserung ihrer Persönlichkeit und Lebensqualität. Fände ich ein bisschen drüber, aber letztendlich steht hinter dem Text meine Vision, weil ich glaube, der spuckt genau das gleiche aus wie gestern Abend. Ich lese erstmal weiter vor. Zum Beispiel bieten sie Coaching und Mentoring an, um Menschen dabei zu helfen, ihre Ziele zu erreichen und Fähigkeiten zu stärken. Sie bieten auch Workshops und Trainings an, um Menschen bei der Entwicklung ihrer Führungsqualität und Kommunikationsfähigkeiten zu unterstützen. Des Weiteren haben sie einen YouTube-Kanal, auf dem sie inspirierende Videos hochladen. Dort teilen sie Tipps und Ratschläge, um Menschen zu motivieren und ihnen zu helfen, ihr volles Potenzial zu entfalten. Der Kanal bietet auch intensive und Interviews und Geschichten von erfolgreichen Persönlichkeiten, um andere Menschen zu inspirieren und Inspiration zu geben. Ja, im Prinzip, also alles stimmt, also empfinde ich auf gar keinen Fall so. Das muss jeder selber entscheiden, wie er meine Videos empfindet. Für mich ist das alles ein bisschen schon drüber, aber letztendlich geht es halt schon darum, nicht welche Tools, also ob ich jetzt Videomarketing, Soundproduktion oder was auch immer, was ich zu meinen Dienstleistungen gehört, sondern es geht darum, hier wird erklärt, warum ich das tue und was ich aufzeigen möchte. Letztendlich geht es darum, das wird ja auch in den anderen Videos neben wo ich immer ausschweife, wo ich darüber spreche, einfach kleinen Unternehmen mit wenig technischem Know-how und auch nicht dem Budget die Möglichkeit zu geben, sich trotzdem ansprechend aufstellen zu können mit einer schönen Präsentation. Dazu gehört aber auch Fleiß, den man dann einsetzen muss. Wie gesagt, wie ich das mache, auch durch Social Media Marketing, weil ich auch nicht das Budget habe, 200 € im Monat in Werbe-Ads zu investieren. Ja? Somit, also, ich finde die KI ziemlich cool und ihr könnt die 3 Monate testen, free, und dann immer noch kündigen, wenn ihr sagt, ne, habe ich keine Lust drauf. Dann habt ihr die Möglichkeit, ja, ich verwerfe jetzt mal, weil ich ja schon eine Kampagne vorbereite. Dann könnt ihr eure Empfänger, ihr könnt eure Listen hier eintragen und könnt die auch, so, jetzt sage ich mal Liste 01. Und ich bin mal ziemlich sicher, dass ihr dort Empfänger importieren könnt. So, ihr seht schon, und könnt hier eure Kontakt von Office, hier von Outlook bestimmt mit reinladen. Und habt hier auch eine Vorlage, wie die CSV auszusehen hat. Also ihr könnt auch die Vorlage nehmen und da eure Kontaktdaten einfach über Copy und Paste dort eintragen. Könnt ihr dann einfach hier hochladen und könnt dann eure Empfänger einstellen. Hier habt ihr auch wieder eine Statistik. Habe ich natürlich alles noch nicht, weil ich da gestern erst mit angefangen habe. Und hier habt ihr auch wieder eine Übersicht. Ich finde das ein sehr übersichtliches, einfaches Tool. Und hier habe ich auch nur die Basisversion. Aber ich finde 10.000 Mails zu versenden, das reicht erstmal dicke, wenn man vorher sich da nicht wirklich mit befasst hat. Ansonsten gibt es da auch wieder eine Erweiterung und man kann es upgraden und dann, wie es halt immer so ist. Ist ja alle Produkte bei Jonos sind modular aufgebaut und können immer erweitert werden. Und ja, bei den anderen Marketing-Tools, List Local, Ranking Coach, empfehle ich wirklich nur die Plus-Variante zu nehmen, damit ihr auf alle Möglichkeiten Zugriff habt. So, und ich bin fertig. Jetzt gucke ich mal eben, wie lange das Video geht. Eine halbe Stunde, tut mir leid. Wie gesagt, ich werde es Timestamps so ein bisschen verteilen und die Plattformen miteinander trennen. Dann bräucht ihr das andere auch nicht anschauen und mein Gesabbel. Aber würde mich freuen, wenn ihr da vielleicht auch dazu eine Meinung habt und was ihr darüber denkt, über den Umgang mit KI, auch in der Zukunft oder wie weit er euch schon betrifft, wie weit ihr den KI schon für eure Zwecke einsetzt. Und lasst uns ruhig darüber diskutieren. Ich trage nochmal den Link zur kostenfreien Service-App ein, wo ihr euch einfach registrieren könnt und dann über weitere Informationen oder neue Forum-Einträge einfach per Handy, per Push-Nachricht benachrichtigt wird. Gut, ich bedanke mich sehr für eure Aufmerksamkeit. Mir hat das Video einen großen Spaß gemacht, weil halt sich gerade auch viel in Sachen KI entwickelt. Und danke, Wolfgang, nochmal für deinen Eintrag im Forum und deine Frage. Und wenn euch das hier ein bisschen weiterhilft, dann freue ich mich sehr über Support, über euer Like, über euer Comment, was euch und mir weiterhilft und mehr Reichweite dadurch generiert durch Reaktionen im Social Media.
Und wenn ihr mehr darüber wissen wollt, über Social Media Marketing und meinen Weg dazu, dann lasst mir da einfach eine Nachricht zu. Okay, bye bye.